Ja, Nele, wer hätte das gedacht, dass die Bundesregierung dann doch noch handlungsfähig ist? Denn es dauerte nicht mal eine Woche nach dem Messeranschlag von Solingen, verschärft also die Bundesregierung die Asylpolitik mit einem Maßnahmenpaket gegen die irreguläre Migration und das Waffenrecht. Und damit wollen die drei Koalitionspartner vor allen Dingen zeigen, dass sie nicht nur eine Ankündigungsregierung sind. Die Reaktionen, die kommen genauso schnell wie zu erwarten. Aus dem eigenen Lager deutliche Kritik von den Grünen. Und auch Pro-Asyl-Verbände laufen dagegen Sturm. Der Union reichen die Maßnahmen dagegen nicht aus. Ja, und die AfD, die spricht von einer Panik-PR. Leonie von Randow mit dem politischen Überblick. Mit jedem Tag nach Solingen war der Druck auf die Ampel größer geworden. Nun, eine knappe Woche nach der mutmaßlich islamistischen Bluttat, verkündet die Regierung ein Maßnahmenpaket gegen islamistischen Terror und illegale Migration. Seit dem Wochenende hatten Spitzenvertreter intern diskutiert. Jetzt steht eine Einigung. Der Anschlag von Solingen hat uns zutiefst erschüttert. Und wir haben immer gesagt, dass die Bundesregierung mit harten Maßnahmen auch darauf reagieren wird. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, in der Bundesregierung weitreichende Maßnahmen uns darauf zu verständigen. Konkret plant die Ampel unter anderem eine Verschärfung des Waffenrechts, etwa absolute Messerverbote bei öffentlichen Veranstaltungen und ein Umgangsverbot für Springmesser. Ermittler sollen mehr Befugnisse bekommen, etwa verdachtsunabhängige Kontrollen machen und Gesichtserkennungssoftware einsetzen dürfen. In Sachen illegale Migration und Rückführungen will die Bundesregierung härter durchgreifen. Heißt etwa keine Sozialleistungen mehr für sogenannte Dublin-Flüchtlinge, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, und die Aberkennung des Aufenthaltsstatus bei Urlaub in der Heimat. Ein Kurswechsel, der vor allem den Grünen große Zugeständnisse abbringt. Vizekanzler Habecks Vertreterin, seine Staatssekretärin Hajduk, erklärt: Alles das, was wir hier machen und betonen, soll ja auch den Leuten dienen, die hier als Flüchtlinge herkommen, die sich an die Regeln halten, die sich hier integrieren. Auch in deren Interesse ist es, dass wir Unterschiede machen zwischen denen, die hier kriminell werden, und dass wir dann auch gegen diese Letzteren wirksam vorgehen. Aber auch die FDP musste einlenken, hat ihren Widerstand beim Thema Verschärfung des Waffenrechts aufgegeben. Meiner persönlichen Überzeugung nach suchen diese Täter gezielt große Menschenansammlungen auf, da wo Menschen dicht gedrängt auf engem Raum sind. Und wenn wir dort der Meinung sind, dass wir dort eine erhöhte Gefahrenlage haben, müssen wir etwas tun. Und dann ist es richtig, ein ideologiefreies Gespräch darüber zu führen, wie wir die Sicherheitslage verbessern. Und genau das haben wir getan. Ein Anfang ist also gemacht. In der kommenden Woche will die Ampel dann mit Vertretern aus den Ländern und von der Union weitere Maßnahmen diskutieren. Und damit schauen wir in den Deutschen Bundestag zu Dorothea Schopelius. Guten Morgen, Dorothea. Also die Ampel legt nun ihr Sicherheitspaket vor und schon kommt scharfe Kritik von den Grünen. Wie sicher ist es also, dass die Pläne der Bundesregierung tatsächlich am Ende durchkommen? Guten Morgen aus dem Deutschen Bundestag. Die Grünen haben ihre Bauchschmerzen mit dem Maßnahmenpaket geäußert. 6 Tage nach der Tat in Solingen, 2 Tage vor den Landtagswahlen, kommt die Ampelkoalition mit schnelleren Abschiebungen, verkürzten Sozialleistungen für einige Flüchtlinge, schärfere Waffengesetze und mehr Befugnisse für die Polizei um die Ecke. Die Grünen haben aber genau bei diesen Kürzungen der Sozialleistungen angemerkt, dass man dies erstmal mit den Gesetzen, die jetzt schon bestehen, abstimmen müsste. Und die grüne Jugend, die geht sogar noch weiter, die sagt, man würde hier nicht gegen Islamismus, sondern gegen Flüchtlinge kämpfen. Das Ding bei diesem Maßnahmenpaket ist mal wieder, es sind viele Ankündigungen. Wenn man aber ins Detail geht, fragt man sich erstens, wie das mit allen Fraktionen durch den Bundestag gehen soll, und zweitens, ob es am Ende wirklich so viel bringt. So soll zum Beispiel eine Dublin Task Force gegründet werden, die sich damit auseinandersetzt, wie man sogenannte Dublin-Fälle schneller abschieben kann. Das heißt, es ist erstmal nur eine Task Force, die sich mit den Problematiken der nicht stattfindenden Abschiebungen auseinandersetzt. Und auch bei dem verschärften Waffenrecht stellt zum Beispiel die Union die Frage, ob es hier wirklich um Waffen und Messer geht oder ob man sich nicht eben an die Menschen wenden müsste, also an die Personen, die sich unter Umständen dann hier radikalisieren und sich dem Islamismus zuwenden. Ähnlich wie bei der Bezahlkarte nach den letzten Asylgipfeln fragt man sich also bei diesem Maßnahmenpaket, wird es wirklich etwas ändern? Ein Beispiel wäre zum Schluss auch noch der Heimaturlaub.
Urlaub der Asylbewerber nicht mehr gestattet ist, es sei denn zum Beispiel für Beerdigungen. Das heißt, viel hat sich auch bei diesem Heimaturlaub von Afghanen und Syrern, die ja für viele Schlagzeilen in den letzten Wochen gesorgt haben, nicht geändert. Ein Maßnahmenpaket ja, wird es etwas bringen? Diese Frage bleibt offen. Kommt es durch den Bundestag? Diese Frage bleibt noch offener. Dorothea, danke in den Bundestag.